Hallo und willkommen zu einer neuen WG-Episode. Schön, dass ihr heute dabei seid. Ich bin Jonas. Hi, ich bin Lena. Ich lebe auch in einer WG. Und ehrlich gesagt, WG-Leben ist manchmal anstrengend. Aber genau deshalb auch nie langweilig. Heute sprechen wir über den ersten WG-Tag. Diesen Moment, wenn man ankommt und merkt, okay, hier gelten neue Regeln. Neues Wort. Gelten. Gelten bedeutet, etwas ist offiziell wichtig oder richtig. Zum Beispiel, in der WG gelten neue Regeln. Und man merkt erstmal, dass man die Regeln gar nicht kennt. Und genau das macht den ersten Tag so intensiv. Bei mir war das sofort ein komisches Gefühl. Ich stand im Flur mit meinen Taschen und wusste nicht mal, wo ich sie abstellen darf. Ja, man will höflich sein, aber nicht unsicher wirken. Und innerlich denkt man, bitte lass mich nichts falsch machen. Dieses Chaos am Anfang heißt für mich, alles ist offen, aber nichts ist erklärt. Und alle anderen wirken so, als wüssten sie genau, wie hier alles läuft. Dabei tun sie manchmal auch nur so. Am ersten Tag ist alles neu. Die Menschen, die Wohnung, sogar die Geräusche. Ich weiß noch, dass ich nachts wach lag und jedes Geräusch gehört habe. Jede Tür, jeden Schritt. Und ich dachte, ich bin bestimmt zu laut. Und dann kommt fast immer der gleiche Moment. Man sucht als erstes die Küche. Natürlich, weil Essen Sicherheit gibt. Solange ich weiß, wo mein Essen ist, fühle ich mich ruhiger. Aber genau dort fangen die ersten Probleme an. Man steht vor dem Kühlschrank und fragt sich, was darf ich eigentlich benutzen? Ich habe den Kühlschrank aufgemacht, wieder zugemacht, nochmal aufgemacht und gehofft, dass mich niemand sieht. In vielen WGs gibt es Gemeinschaftssachen. Salz, Öl, Mehl. Und trotzdem ist man sich nie sicher, ob das wirklich für alle ist oder nur so aussieht. Bei mir war der Klassiker der Joghurt. In meiner ersten Woche habe ich aus Versehen den Joghurt meines Mitbewohners gegessen. Oh nein, das ist wirklich einer der schlimmsten Fehler am Anfang. Man weiß sofort, das war nicht gut. Er war nicht wütend, aber er meinte nur, Jonas, das war mein spezieller Bio-Joghurt. Und in dem Moment fühlt man sich wie ein Kind, das etwas Verbotenes gemacht hat. Nicht wegen des Joghurts, sondern wegen der Grenze. Neues Wort, Grenze. Grenze bedeutet, was erlaubt ist und was nicht. Zum Beispiel, das war meine Grenze. Ich habe mich den ganzen Tag schlecht gefühlt. Nicht wegen des Joghurts, sondern weil ich gemerkt habe, wie wichtig solche Kleinigkeiten sind. Das ist genau der Punkt. Es geht nicht um Essen, es geht um Respekt. Neues Wort, Respekt. Respekt bedeutet, andere ernst zu nehmen. Zum Beispiel, Respekt ist wichtig in der WG. Ich habe sogar überlegt, einen neuen zu kaufen und ihn einfach hinzustellen. Und dann denkt man, soll ich was sagen oder lieber nicht? Seitdem haben wir feste Regeln. Eigene Fächer, eigene Bretter. Das klingt streng, aber es vermeidet Stress. Und Stress sammelt sich in WGS sehr schnell. Wir schreiben sogar Namen auf die Milchpackungen. Das rettet wirklich Freundschaft. Und dann kommt das nächste große Thema. Geschirr. Oh ja, wenn man kochen will und erstmal abwaschen muss, ist die gute Laune sofort weg. Bei uns stand das Geschirr früher manchmal tagelang und niemand fühlte sich zuständig. Neues Wort, zuständig. Zuständig bedeutet verantwortlich sein. Zum Beispiel, niemand fühlt sich zuständig. Und jeder dachte, das macht bestimmt jemand anders. Ich habe einmal passiv-aggressiv in die Gruppe geschrieben. Danach war es still. Ja, und Stille in der WG ist schlimmer als Streit. Unsere Lösung war, direkt reden, nicht sammeln, nicht warten. Wer kocht, putzt auch. Nicht irgendwann, sondern direkt danach. Das Badezimmer ist genauso kritisch. Am ersten Tag weiß man nicht mal, welche Tür wohin führt. Morgens wird es richtig stressig. Alle müssen raus. Alle haben Termine. Und genau dann braucht jemand 20 Minuten länger. Mit Musik. Sehr laut. Und du stehst draußen und wartest. Und wartest. Und weißt genau, das war jetzt nicht geplant. Zeitpläne sind kein Zwang. Sie sind Ruhe im Kopf. Und dann der Müll. Die Mülltrennung hier ist wie ein kleiner Test. Ein falscher Müllbeutel kann eine richtige Diskussion auslösen. Und plötzlich merkt man, wie ernst manche Regeln sind. Bei uns hat mal jemand Glas in den Restmüll geworfen. Das war Thema beim Abendessen. Nicht aggressiv, aber deutlich. Und dann Lärm, Gäste,
Schlaf. In Deutschland gibt es Ruhezeiten, oft ab 22 Uhr. Aber in einer WG ist das nicht immer so einfach, Wir schreiben vorher kurz, wenn jemand Besuch hat. weil niemand morgens im Schlafanzug überrascht werden will. Kommunikation ist der Schlüssel. Nicht perfekt, aber ehrlich. Und am Ende lernt man, dass Wegeleben Übung ist. Heute fühlt sich unsere WG wie ein Zuhause an. Nicht perfekt, aber echt. Am Ende des ersten Tages war ich müde, aber auch stolz. Neues Wort: Stolz. Stolz bedeutet, zufrieden mit sich selbst zu sein. Zum Beispiel, ich bin stolz auf mich. Und damit endet unsere erste WG-Episode. Danke fürs Zuhören. Bis bald und kommt gut an.